Light bezieht sich vor allem so auf die Anwendung, finde ich, auf das Verreiben, was jetzt hier nochmal ein bisschen einfacher geht. Ich habe diesen schönen Suavecito-Duft hier um mich herum. Die meisten von euch kennen ihn bestimmt. Einen wunderschönen guten Tag hier aus dem Showroom vom Pomadeshop auf unserem Pomadeshop YouTube-Kanal. Ich bin der Flo und gleich vorweg, wenn euch das Video dann gefallen hat, wenn ihr es angeschaut habt, dann drückt doch gerne den Abo-Knopf, falls ihr es noch nicht getan habt, und auch gerne einen Daumen hoch, würde ich mich drüber freuen. Ich mache heute wieder ein Pomade-Review und zwar heute mal ein bisschen was Spezielles, nämlich eine wasserbasierte Pomade. Ich habe nämlich einen Kommentar gelesen, da hat sich jemand gewünscht, dass ich mal die Suavecito Light Hold mache. Ist tatsächlich so ein bisschen was Besonderes, weil Light Hold Pomaden, was ich ja sehr gerne benutze, halt normalerweise die ölbasierten, findet man bei wasserbasierten Pomaden ziemlich selten nur. Also mir fallen so auf Anhieb nur 1, 2, 3 vielleicht ein. Und eine davon ist eben diese Suavecito Light Hold. Ist von der Dose genauso klassisch wie die normale Original oder die Firm Hold, halt mit so einem, ja, so eine weiße Plastikdose in dem Fall mit einem Etikett drauf. Auch oben drauf mit dem Skelettkopf, der sich die Megatolle kämmt. Hier ist halt jetzt der Rand in hellblau. Und innen drin, ja, ich habe die schon ein paar Mal benutzt, also und vielleicht auch der ein oder andere Kollege, deswegen ist hier auch gar nicht mehr so viel drin, aber es reicht auf jeden Fall noch. Ist halt die klassische Suavecito-Farbe, dieses bräunliche, und vom Duft sind wir auch genau beim klassischen Suavecito-Duft. Sauber, frisch, modern. Der Andi sagt immer ganz gerne, wie frisch aus der Dusche, und das kann ich auch bestätigen. Das hat so ein bisschen was von Duschgel, von einem richtig gut riechenden. Ja, einfach ein richtig geiler, moderner, männlicher, frischer Duft. Die werde ich mir jetzt mal in die Haare machen, aber habe so einen kleinen, ja, vielleicht nicht unbedingt Trick, aber ich benutze ja normalerweise eigentlich eher die Hair Tonics ohne Öl, weil ich ja ölbasierte Pomade benutze und mir dann und meistens auch eher weichere, von dem her auch sehr ölige Pomaden, von dem her brauche ich dann nicht unbedingt noch einen Hair Tonic, was mir noch mehr Öl in die Haare gibt. Aber bei so einer wasserbasierten Pomade benutze ich ganz gern Hair Tonic mit Öl. In dem Fall jetzt das Jerry's mit Öl. Sieht man, hier schwimmt das Öl oben drauf. Ganz einfach deswegen, damit halt die Haare wie immer angefeuchtet werden zum Einarbeiten der Pomade und auch damit das Öl dafür sorgt, dass die wasserbasierte Pomade nicht ganz so fest trocknet. Deswegen nehme ich da ganz gerne immer mein ölhaltiges Hair Tonic. Manchmal tatsächlich sogar auch Haaröl. So einen schönen Schuss Haaröl vorher in die Haare vor einer wasserbasierten Pomade, dann wird die nicht ganz so hart. Jetzt tropfe ich hier ein bisschen runter, aber das passiert eben mal. So, einfach ein paar Spritzer ins Haar geben und so ein bisschen einmassieren. So, dann kommen wir mal zur Pomade. Und ich glaube, der Grund, warum es nicht so viele Light WB-Pomaden gibt, ist ganz einfach der, dass ich es schwierig finde, eine wasserbasierte Pomade als Light zu bezeichnen. Sie ist tatsächlich in der Dose schon so ein bisschen weicher als die Original. Kommt schon ganz gut raus. Ich sage aber vorweg, im Haar trocknet die natürlich auch ein bisschen fest und zieht auch ganz schön an und ist dann, wenn sie dann festgezogen ist, eigentlich so ähnlich oder ziemlich genauso wie die Original Hold oder eine andere mittelfeste wasserbasierte Pomade. Von dem her, das Light bezieht sich vor allem so auf die Anwendung, finde ich, auf das Verreiben, was jetzt hier nochmal ein bisschen einfacher geht als bei der Original Suavecito oder auch bei der Layrite Original. Hat man es halt schneller so weich gerieben und in den Händen verteilt und dann auch leichter in die Haare reingegeben. Aber dann, wie gesagt, wenn die dann im Haar mal fest ist, ist das gar nicht mehr so ein großer Unterschied zu vielen anderen wasserbasierten Pomaden. Was aber nicht schlimm ist. Ich meine, es soll ja dann auch halten irgendwie. Aber bei so klassischen ölbasierten Light Hold Pomaden, wie jetzt zum Beispiel einer blauen Dax oder einer Mary's Excellente oder so, dann die ist natürlich, weil sie nicht trocknet, den ganzen Tag über sehr weich und sehr, sehr leicht im Haar. So, also, aber das hier geht wirklich rein wie nix. Das finde ich generell bei wasserbasierten Pomaden immer ein bisschen einfacher, die in die Haare zu machen. Gerade wenn das Haar ein bisschen feucht ist, dann gleitet man so richtig schön durch und die Pomade bleibt am Haar hängen. So. Habe ich diesen schönen Suavecito-Duft hier um mich herum. Die meisten von euch kennen ihn bestimmt. Lohnt sich auf jeden Fall, den mal gerochen zu haben.
Wenn ich jetzt so durchkämme, dann fühlt es sich im ersten Moment ja fast so an, als hätte ich kaum was in den Haaren. Weil jetzt ist sie ja noch light sozusagen, weil sie jetzt ja noch schön weich ist und feucht. Aber meine Haare lassen sich richtig schön anlegen. Also, wenn ich hier mal die Seite zeige, kein Spiegel, aber hier mir so rüberstreiche und Kamm rübergehe, da ist eigentlich kaum ein Haar, das mir hier wegfliegt. Das passiert ja ganz gerne mal bei anderen Pomaden, vor allem bei etwas festeren. So, natürlich sind da schon ein paar Strähnen, die noch nicht ganz am richtigen Ort sind. So, man hat eigentlich auch mit der, vielleicht liegt es auch am Jerry's Hair Tonic mit Öl, schon auch gut Zeit, bis sie anzieht. Man muss jetzt nicht super schnell sein. Ich glaube halt einfach auch, dass das so eine Lighthold WB Pomade jetzt nicht unbedingt für jemanden ist, der super lockige Haare hat, weil da sollte ja eigentlich schon die Pomade, auch wenn sie noch feucht ist, die Locken gerade ziehen, wenn es gewünscht ist. Das könnte jetzt die hier wahrscheinlich nicht. Die entfaltet ja dann ihren Halt erst so richtig, wenn sie angezogen ist. Und deswegen glaube ich, dass man mit der in dem Zustand, in dem sie jetzt ist, nicht unbedingt Locken gerade ziehen könnte, wenn man das möchte. Da sollte man dann tatsächlich dann wirklich zu einer Firmhold greifen. Aber das hier funktioniert bei so glatten Haaren, wie ich sie habe, ist eigentlich astrein. Also ich muss sagen, die Suavecito Lighthold ist auch eine von den Pomaden, die ich ölbasiert Fan ganz gerne mal benutze, wenn ich kurz vorm Friseurtermin stehe, um einfach die Haare so ein bisschen zu entfetten. Ich hoffe, das passt jetzt so einigermaßen. Jetzt zeige ich mal den Glanz von ein bisschen näher noch. Weil ihr wisst, bei wasserbasierten Pomaden, das glänzt jetzt vielleicht noch ziemlich schön und vielleicht so ähnlich wie bei einer ölbasierten auch. Aber das nimmt natürlich den Tag über dann so ein bisschen ab. Gerade wenn ich dann später nochmal durchkenne, und das mache ich in der Regel eigentlich irgendwann mal über den Tag auch nochmal, dann nimmt es vor allem sehr viel Glanz ab, aber nein, das macht ja nichts. Ich könnte ja, um jetzt ein bisschen Glanz zusätzlich noch zu erhalten, jetzt einfach mit einem Haaröl wieder von außen drüber gehen oder mit einer weichen ölbasierten Pomade. Die Tricks kennen ja die meisten von euch, das ist ja kein Problem. Und ja, so an sich bin ich top zufrieden. Ich finde, so eine wasserbasierte Pomade ist zwischendurch auch mal wieder richtig schön. Also selbst für mich als ölbasierten Fan. Wenn ihr Fans von wasserbasierten Pomaden generell seid, dann Suavecito, ich meine, dann kennt ihr die bestimmt. Ist ja eine der wasserbasierten Pomaden, die es so gibt. Ich kann euch auf jeden Fall auch die Lighthold empfehlen, wenn ihr nicht zu lockige Haare habt, wenn ihr mal was haben wollt, was wirklich schnell in die Haare reingeht, was sich beim Frisieren vielleicht sogar ähnlich weich anfühlt wie eine Frisiercreme und dann, wenn man dann frisiert, wird es dann langsam fest, so wie jetzt dann. Und dann ist auch wirklich ein bisschen mehr Halt da, als zum Beispiel jetzt bei einer Brylcream oder so. Probiert die ruhig mal aus. Habt ihr den schönen Suavecito-Duft und eine wirklich schöne, leichte anwendbare, wasserbasierte Pomade, die natürlich auch wieder leicht zum Auswaschen ist. Das wäre es jetzt von meiner Seite aus gewesen. Ihr wisst, dass wir immer für euch da sind, wenn ihr irgendwie Beratung, wenn ihr irgendwie Fragen habt oder so. Wenn ihr irgendwie Probleme mit der Bestellung oder sonst irgendwas habt, meldet euch entweder bei unseren Social Media Kanälen, also schreibt entweder hier unten bei YouTube oder ihr schreibt uns eine Nachricht auf Facebook oder Instagram oder eine E-Mail an info@pomadeshop.de oder ihr ruft unseren Kundenservice an. Kontaktdaten findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ich hoffe, es hat euch jetzt gefallen. Wie gesagt, würde mich über einen Daumen hoch freuen und ein Abo und dann sehen wir uns demnächst mal wieder. Bis dahin, macht's es gut, euer Flo.